Ja, hallo, Leute. Wie geht's denn so? Heute mal ein ganz neues Spiel, nämlich der Stanley Parable. Ähm, Schaut mal, hier sogar kann man die Maus in dem, ein Monitor, nein, ich sehe die Maus in einem PC, in einem, ach, was weiß ich, egal. Ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal an. 6,5 Stunden später. Ein bisschen jetzt. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay. Also, was können wir hier machen? Wir können eigentlich nichts machen. Okay. Das ist zumindest ein sehr, sehr origineller Job, ne? Die ganze Zeit auf einer Tastatur zu hauen. Jo, dann machen wir doch mal, was der Sprecher da sagt. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, vielleicht auch nicht. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Konferenzsaal. Was ist hier? Nichts. Hier nichts. Hier Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ja und? Trotzdem will ich hier rein. Oh, hier geht gar nichts, habe ich das Gefühl. Hier auch nicht, hier auch nicht. Hier auch nicht. Toll. Dann gehen wir doch mal hier rein. Ah, sehr, sehr schönes Wetter, würde ich mal sagen. Ein Sonnenschein wie nie zuvor. Was ist das hier? Oh, nicht der Konferenzsaal. Oh, das bringt auch nichts, habe ich das Gefühl. Lol. Habe ich ihn jetzt runtergefahren? Ja, oder? Ah. Vielleicht hat es ja was zu tun. Da hinten ist was. Zumindest ein anderer Raum. Naja. Stanley clicked on literally every single door in the office, because he doesn't pick up well on cues from his environment. Ich glaube, der Sprecher mag mich nicht so sehr. Oder was ich zumindest gerade mache. Weil ich natürlich jede beschissene Tür hier anklicke. Schönes Foto. Hier ist auch nichts. Nichts, nichts, nichts. Ich dachte gerade. Warte mal. Ich glaube, das war nicht davor, oder? Das war sicher nicht. Nein.
machen wir mal weiter. Noch ein sehr schönes Bild. Sehr schöner Konferenzraum, glaube ich mal. Oh Mann, diese beschissenen Türen gehen nirgendwo auf. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Also entweder machen wir jetzt das, was der Typ natürlich sagt, und gehen links rein, oder wir nehmen die rechte. Warte mal. Da ist. Doch, da ist links. Oder wir gehen rechts. Links, rechts. Schwere Entscheidung. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ah, egal, rechts. Ich This bin was not the Rechtshändler. correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps stop by the employee lounge first, just to admire it. Nee, ich wollte mir Kaffee holen im Pausenraum. Das hatte ich natürlich auf jeden Fall geplant. Hier geht auch keine beschissene Tür auf, habe ich das Gefühl. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja, doch. Schön konstruiert, oder? Hier, Cold Drinks. 1,25, was? Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers had mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, finde ich auch. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Der will also, dass ich jetzt hier lang gehe. Aber was, wenn ich's nicht? Ach komm, jetzt hören wir einmal auf ihn. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Natürlich könnte ich aber auch auf diesen Button hier drücken. Okay, ich weiß zwar nicht, ob das gut war, aber das werden wir natürlich gleich sehen. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Was, wenn ich nach rechts hin? Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Ich muss nur... Oh, no, it's to the right, my mistake. So ein Idiot, ey. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Der hat selber kein... Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Das sieht aber nicht so geil aus. Naja, machen wir, was der sagt. Ja, das sieht sehr einladend aus. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Ah, okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zum nächsten Weg.